Hallo Freunde, Vasili hier. Wie ihr wisst, habe ich im Jahr 2016 im November über eine laufende Tiger 2 Restaurierung im Schweizer Museum Full erfahren und habe mich entschieden, das Projekt zu unterstützen, soweit ich kann, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln und vielleicht auch mit eurer Unterstützung. Habe also ein Video dazu gemacht. Ihr habt das sehr stark unterstützt. Auch mit eurer Hilfe habe ich da für ein großes Paket, für eine große Mitgliedschaft gesammelt und bin quasi nun in dem Club Tiger 2. Eigentlich ist es nur ein Papierzettel, den man kriegt, und man ist jetzt so quasi im Restaurierungsclub. Und das Geld ist also zusammengekommen im Jahr 2017, also ungefähr Herbst, so Anfang Herbst, September, Oktober, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich kann leider nicht alle Namen der Unterstützer hier aufzählen, weil mir nicht alle wollten, dass man ihre Namen im Video sieht oder nennt. Die anderen wollten es, oder die haben einfach gar keine Stellung bezogen. Also ich habe mich entschieden, jetzt keine Spender hier aufzulisten. Wer speziell noch genannt werden will, der soll sich bitte melden bei mir, dann kann ich den beim nächsten Video mit einbauen als Unterstützer. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für alle Spenden, das ist wirklich sehr toll von euch. So habe ich mich dann auf den Weg nach Schweiz gemacht und habe mir den Panzer ganz genau angesehen und habe das alles gefilmt für euch und den sozusagen Projektleiter da interviewt. Der hat mir alles über den Tiger 2 erzählt. Also nachfolgend das Video, das ich zusammen unprofessionell natürlich wie üblich halt montiert habe, weil ich ja nicht mein Hobby zum Hauptberuf gemacht habe. Also mir fehlt einfach die Zeit, um da eine professionelle Montage zu machen. Ich bitte um Verständnis und weitere Videos zum Thema folgen natürlich. Soweit, so gut. Vielen Dank, viel Spaß beim Gucken. Hallo, hier bin ich, Vasili, und wir sind hier im Schweizer Museum, Militärmuseum bei den Phoenix Tiger mit dem Bernd zusammen vom Schweizer Museum. Bernd, erzähl doch mal, wer du so bist und was du so machst hier. Ja, hallo, wie gesagt, ich bin Bernd. Ich bin im Team Königstiger seit 2012, Anfang 2012, als ich aus beruflichen Gründen in die Schweiz gewechselt bin. Im Frühjahr 2012 bin ich hier das erste Mal in dem Museum gewesen, habe mich hier gleich für den Königstiger begeistert und so und bin seitdem auch ebenso begeistert bei den Restaurationsarbeiten dabei. Der Königstiger ist, wie ihr wahrscheinlich aus Dokumenten und von der Internetseite wisst, gebaut im Herbst 44, ist also ein eher spätes Modell, ist also relativ spät auch in den Einsatz gekommen und Ist ein bisschen gearbeitet momentan. Also normal. Ist im September 1944 gebaut worden, relativ spät in Dienst gestellt worden. Wenn man um das Fahrzeug rumgeht, stellt man fest, dass er kaum Einsatzspuren hat, um nicht zu sagen gar keine Einsatzspuren, keine Beschussspuren. Und wir fragen uns natürlich, inwiefern er wirklich bei den Kämpfen involviert war. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Wie hat das Projekt angefangen, den Königstiger hier zu restaurieren? Was war der Anstoß dazu? Nach den Kämpfen herrschte Chaos und kein Mensch weiß, wie welcher Panzer, sei es der Königstiger, sei es andere Panzer, jeweils an den Ort gekommen ist, an den man ihn irgendwann nach dem Krieg gefunden hat. Die Leute sind alle flüchten gegangen und wir wissen, dass in den 50er Jahren unser Tiger in der Schweiz in den Büchern aufgetaucht ist, in Thun, wo er die letzten Jahrzehnte gestanden hat. Der stand in Thun, im Truppenstandort Thun, im Freilichtmuseum, der Witterung ausgesetzt ist, auch dementsprechend vergammelt. Und 2006 ist er als Dauerleihgabe zu uns gekommen und Ende 2007 haben die Leute damals angefangen, ihn zu restaurieren. 2007 war so der Anfang, hat der Museumchef gesagt, jetzt machen wir es, jetzt restaurieren wir den, oder ich war damals wer hat die Initiative angefangen?
Ich weiß das gar nicht. Es könnte sein, dass er uns überlassen worden ist unter der Vorgabe, ihn zu restaurieren, nach bestem Wissen und Gewissen. Als Dauerleihgabe zur Restauration. Okay. Ich nehme das an. Welche Unterlagen stehen denn zur Verfügung für diese ganzen Restaurierungsmaßnahmen? Welche Unterlagen könnt ihr da nehmen oder auf welche Unterlagen könnt ihr zurückgreifen? Habt ihr vom Hersteller irgendwas bekommen? Nein, vom Hersteller ist gar nichts zu bekommen. Die Firma Wegmann, die die Türme seinerzeit zusammengebaut hat, existiert ja noch. Ich habe seinerzeit versucht, zu denen Kontakt aufzunehmen. Das verlief im Sande ebenso über Henschel. Da sind keine Unterlagen mehr zu kriegen. Es gibt natürlich im Internet zahlreiche Reproduktionen von Handbüchern oder so. Wir haben einige Pläne, aber nur 7., 8. Kopien, auf denen man einige Details gar nicht mehr erkennen kann. Im Wesentlichen orientieren wir uns an den Originalteilen, soweit das noch geht, beziehungsweise an Teilen von befreundeten Museen, die noch vorrätig haben. In Bovington gibt es 2 Königstiger, in Saumur gibt es noch einen, in Munster in Deutschland gibt es auch einen. So laufen wir von Museum zu Museum und versuchen da Schritt für Schritt weiter. Also ihr seht, es ist nicht einfach, ne? Nein. Erzähl doch mal kurz, wie ist der momentane Stand? Also die Wanne ist, sehe ich gerade, fertig gesandstrahlt worden und lackiert worden. Oder ist das nur eine Grundierung? Ne? Da kommt noch eine Das ist die Originalgrundierung, der Originalton. Mitte 2012, nachdem die Arbeiten jahrelang stagnierten, weil man mit bestimmten Sachen einfach nicht weiterkam, die Leitradarme zum Beispiel, die waren wie festgebacken in den Lagern und haben den Leuten den Mut genommen. Seit 2009 ist praktisch nichts gemacht worden. Und Mitte 2012, durch einen glücklichen Zufall, haben wir es geschafft, die Sachen rauszubringen. Und dann ist das Feuer auch wieder hochgekommen und er ist Ende 2012 sandbestrahlt worden, grundiert worden und so. Und seitdem bauen wir Schritt für Schritt wieder auf. Der Turm ist voll ausgebaut, habe ich gesagt. Also, da ist nichts mehr drin, außer der Kanonenfliege. Ne? Genau. Seit einem Jahr ungefähr zerlegen wir den Turm. Der soll genauso gesandstrahlt werden, vor der Halle und grundiert werden wie die Wanne. Und dann separat auch aufgebaut wird. Für in der Wanne, die Teile haben wir weitestgehend. Im Turm fehlt sehr viel. Die gesamte Elektrik fehlt. Die Optiken haben wir wohl, liegen gut verwahrt in einer geheimen Ecke. Aber die gesamte Turmelektrik ist nicht da. Ist rausgerissen worden. Gibt da keine Pläne für die Elektrik? Doch, die gibt es. Gibt schon. Aber so kleine Verteilerboxen, diese kleinen Lämpchen, Schalter und so, das haben wir alles nicht. Also die elektronischen Bauteile werden das größte Problem darstellen fast. Ja, die Sachen zu kriegen. Was auch ein ganz großes Problem ist, ist die sogenannte Schleifringeinheit. Der Turm wird ja gedreht über die Motorkraft und 2 Getriebe dazwischen. Und über dem sogenannten Turmantrieb sitzt eine sogenannte Schleifringeinheit, die die Drehung mitmacht. Mehrfach 360-Grad-Drehungen müssen ja möglich sein. Und über Schleifkontakte muss immer die Stromversorgung für den Turm aufrechterhalten werden. Das ist im Wesentlichen für die Zündung und für die Beleuchtung darin. Und diese Schleifringeinheit, ich habe sie im Wagen, schon seit Monaten schleppe ich sie mit mir rum und weiß nicht, wie ich anfangen soll. Alles total vergammelt, vermodert. Das mit dem Kohlekäfer da. Die Schleifkontakte genau, über Kohlekäfer gehen. Also, da warte ich noch drauf, dass mich die Panzermuse küsst. Naja, die Panzermuse lässt wahrscheinlich nur ein bisschen auf sich warten. Ja, die Panzermuse filmt da gerade. Panzermuse. Da gibt es aber keinen Kuss, Bernd. Naja, wünschen wir Bernd viel Erfolg und schauen wir uns den ganzen Panzer an, wie der aussieht. Ja? Ja. Also Mitte 44 ist er gebaut worden, hast du gesagt. Ja, September 44 ist er ausgeliefert worden, laut Fahrgestellnummer an die 6. schwere Panzerabteilung. Und man weiß, wo diese Panzer eingesetzt worden sind, aber wann der hier genau wo war, wissen wir nicht. Also der war ja irgendwie gesprengt worden wegen einem Defekt oder was? Also üblicherweise bestand die Weisung an die Panzerbesatzungen, wenn das Fahrzeug verlassen werden muss, muss er gesprengt werden, muss er unbrauchbar gemacht werden, damit er nicht in die Hände des Feindes fällt. Die Panzer hatten in der Regel eine Sprengladung drin, aber viele wurden eben nicht ganz gesprengt, sondern die wurden so unbrauchbar gemacht. Man konnte zum Beispiel aus den Rückschlagdämpfern der Kanone das Öl ablassen und wenn man dann einen Schuss abfeuerte, war die Kanone kaputt. Dann haute die dermaßen nach hinten, dass das Ding nicht mehr brauchbar war. Und wir nehmen an, dass unsere Besatzung
das Rohr abgesprengt hat vorne. Die haben einfach eine Sprengladung ins Rohr reingeschoben. Granate rein, irgendwas. Ja. Es reicht mitunter schon, dass man das Rohr vorne mit Lehm zum Beispiel ausfüllt und dann schießt. Dann ist der Staudruck so groß, dass es platzt. Das hat man in alten Seefahrerfilmen gesehen. So konnte man Kanonen auch, also diese gegossenen Kanonen auf den Lafetten unbrauchbar machen, indem man einfach vorne was reintat. Wenn man dann feuerte, war der Druck innen so groß, dass das Ding barst. Also Lehm. Lehm zum Beispiel. Wahnsinn. Das ist der Turm quasi. Das ist Komplett. der Turm, ist ein Serienturm. Wir sind seit ungefähr einem Jahr dabei, den zu entleeren. Also der ist noch nicht komplett leer Der ist noch nicht komplett leer. Die Kommandantenkuppel ist noch vorne ist noch drauf. Die Schrauben sind aber alle gelöst. Wir wissen nur noch nicht, wohin damit. Wir wollen nicht alles gleichzeitig anfangen. Sollen wir mal reingehen? Jo. Hier ist nicht viel Platz. Vielleicht gehst du von der anderen Seite. Hoppala. Aha. Willi, unser Teamchef, der macht hier gerade Detailarbeit. Hier sind ja noch zwei Munitionsgestelle drin, links und rechts. Und beim Demontieren sind die Schrauben abgerissen, teilweise mutwillig, teilweise geht es nicht anders, weil das alles festgerostet war. Hier sieht man, hat man schon Gewalt angewendet. Da. Genau. Das hier ist der Turmkranz. So wird das Ding dann am Stück dann auf die Wanne gelegt. Die Kanone, das ist die Kommandantenkuppel hier. Und die Spiegel, Die Spiegel, Triplex-Spiegel sind alle raus. ja, es kann sein, dass wir noch welche haben in versteckten Ecken oben. Auch das Turmzielfernrohr, die Optiken, die haben wir noch gehabt. Ich weiß aber nicht im Detail, was wir alles hier hatten, ob wir wirklich alle Spiegel hatten. So, ja, dreifache Schweißnaht. Wahnsinn. Das ist das Gebläse. Das Entlüftungsgebläse, das fehlt, diese Öffnung. Hier wird die Nahverteidigungswaffe eingebaut. Das sind so Granaten, die im Umkreis von ein paar Metern verschossen werden für Leute, die drumherum sind. Das ist was ist das für eine Luke? Die Ladeschützenluke, glaube ich. Die haben sie gerade rausgebracht, als du gekommen bist. Und da sitzt der Richtschütze hier. Hier sitzt der Richtschütze und hier sitzt der Ladeschütze. Weil das ist das MG, Koaxial-MG und hier war die Zielvorrichtung da. Genau. Und Hier ist noch ein Periskop. der Kommandant sitzt da hinterm, Genau. da ist die Kommandantenluke, da sitzt der Kommandant hinterm Richtschützen. Also muss da der Ladeschütze sein. Genau. Der Ladeschütze, der hat nur so ein kleines Bänkchen da. Der Richtschütze, der hat einen Sitz. Den siehst du da auch, können wir uns gleich von Namen angucken. Ja. Der sitzt da eigentlich auch, wie man so schön sagt, wie der Affe auf dem Schleifstein. Das ist ein Sitz. Oh, da habt ihr was weggeschnitten. Nee, da ist was aufgeschweißt worden. Und zwar war das Rohr war mehr oder weniger horizontal und mit so einem Stab hier oben gegengeschweißt, damit sich das nicht bewegte. Aha. Hier die beiden Rückholzylinder, der Ölstoßdämpfer und der Vorholer, die fehlten hier. Kennst du diese beiden Teile? Ja, ja, also so fette Stoßdämpfer hier. Ja. Und der Gasdruck zurück. Ja. Und was macht man hier dann? Den Rost wegschleifen zum Das Schluss? wird alles angestrahlt. Wir haben Angestrahlt, wir okay. haben eine externe Firma gehabt, die hat uns auch die Wanne, als sie völlig entleert war, gestrahlt. Innerhalb von einer Woche hat der draußen gearbeitet, hat die Wanne gestrahlt, hat alle Räder gestrahlt und so. Da geht's richtig ab. Da hörst du dein eigenes Wort nicht mehr, so laut ist das. Aber so angestrahlt habe ich auch schon mal. Im Aber Vollschutz. die Frage ist, weil das sieht jetzt ziemlich roh aus für mich. Gut, die Wanne sieht ziemlich gut aus mittlerweile. Ja. Ne? Ist die schon komplett fertig? Der Motor und so? Nein. Für den Motor wollt ihr noch was machen, habt ihr gesagt. Zum Schluss stand da was drin im Bericht. Ja, der Motor, der ist zum Neubau im Grunde. Ja, fotografiert. Also Motor ist ein Neubau. Also der wird vom Grund auf restauriert, der war total kaputt. Ich glaube, man konnte gerade den Block noch gebrauchen, aber alles drumherum muss dann... Ach ja, Kolbner, genau. Ja. Hier, das hat der Willi gerade wieder angeschraubt. Hier sind zwei Röhren für die Atemschläuche.
Für die Atemschutz? Ja, das sind so kleine Röhre. Irgendwann hatte man mal überlegt, in diesen Tiger die sogenannte Trägerschutzgas oder Giftgasanlage einzubauen. Ach so. Das ist so ein riesen Aktivkohlefilter, der möglicherweise vergiftete Luft ansaugt. ABC-Schutzmaßnahmen, reinigt, ja, alles genau, klar. und Okay. einen gewissen Überdruck hier in dem Panzer erzeugt, damit nichts reinkommt, sondern nur rausgeht. Es sind auch biologische Waffen geplant worden, Ja. auch seitens der Alliierten, das weiß ich. Es kann sein, dass diese Schläuche an ist das für Gasmasken Zeug? kommen. Das war Verschluss für das da, ne? Ja, das ist die Öffnung, um verbrauchte Granaten rauszuschmeißen. Ah, Und hier okay. kommt, glaube ich, dann so ein Pin durch oder sowas. Nein, nee, kein Pin, hier ist ein Gewinde. Das wird zugemacht. Dieses Ding Rausgeschoben. wird hier arretiert und dann wird eine Schraube von Genau. der Mutter gegen gemacht als Verschluss. Ja gut, damit es von außen nicht Genau. Granateneinwurf gibt. Klar. Und hier waren noch 2 große Regale drin, Halterungen für Patronen. Also ansonsten kann man sich ja hier, wenn man hier so eine Liege hinlegt, dann kann man sich ja schlafen legen. Ich kann dir sagen, Groß es genug täuscht. ist. Wenn dieses Ding voll ist, Ja, das habe ich schon gesehen. Also wenn es voll ist, ist klar. Dann ist auch wenn, Ja, der, kaum wenn der Platz. Turm drin ist, ich war mal in einem Jagdtiger in Bovington drin, ne? Da musst du ein Schlangenmensch sein, um da vom Kampfraum vorne zum Beispiel zu den Sitzen zu kommen. ja. Also das sieht toll aus. Im das ist aber Königstiger kein drin war ich noch nicht, aber in dem Leopard 2 war ich schon mal drin. Spaß. Die sind alle gleich, die Panzer. Leopard 2 ist ja noch größer, aber innen drin Ja. ist das so. Hier sind ja eigentlich so Bleche, so längs des Turmkranzes, markiert so ungefähr so eine Hand hoch. Und dahinter ist alles Mögliche. Da sind dann die Kopfhörer in Schutzkästen werden da verwahrt, da wird Werkzeug verwahrt, elektronische Kisten sind da drin. Dieser ganze Elektrikkram aus dem Turm, der fehlt uns eigentlich. Also der Turm hier, den Turm neu zu verkabeln, das ist schon eine Herausforderung. Der Ventilator fehlt, sowas könnte man vielleicht nachmachen, wenn man ein Original hätte. In Bovington liegt einer so unter uns, den kriege ich wahrscheinlich auch noch, aber du musst auch mal einen finden, der einen Ventilator Wie sieht es denn aus mit Zeichnungen? Habt ihr technische Zeichnungen überall dazu? Nein. Wir haben von einigen Sachen Zeichnungen, aber wir haben gar nicht viele. Gibt's keine. Ja, gibt es vielleicht, aber wir haben die nicht. Weil deswegen, ich habe mich halt gefragt, warum müsst ihr jetzt Teile von einem anderen Museum anfordern, um was abzuzeichnen? Wahrscheinlich gibt es keine Zeichnungen, ne? Ja, wir haben die nicht. Angeblich, ich war mal auf der Suche nach Quellen. Ich habe bei Henschel rumtelefoniert. Ne? Bei Wegmann habe ich telefoniert, in der Hoffnung, irgendeinen zu finden, der mir sagt, ja, wir haben hier noch was. Aber die sagen nichts. Angeblich haben sie nichts. Ja, von Porsche kriegt man auch nichts mehr, Ja. habe ich gehört. Weil es hat auch die Firma Wargaming hat auch angefragt, wegen anderen Plänen, auch für andere Maschinen. Und Porsche hat gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ja. Das ist Vergangenheit und wir sind nicht stolz darauf, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das war die Antwort. Also die bei Henschel, die haben mir mal gesagt, angeblich gäbe es noch irgendeinen alten Mitarbeiter, an dem man diese ganzen Sachen gegeben hat. Ich habe versucht, an den dran zu kommen, das versandet alles. Und irgendwann ist man es auch leid. Ja, ist manchmal schon einfach leichter, irgendwas abzuzeichnen. Ja. Jetzt die Frage von mir, weil ich das gerade gesehen habe, es ist auch ein Triplex-Spiegel da. Ja. Aber für wen? Für den MG-Schützen wahrscheinlich. Ah, der Ladeschütze, wenn er das MG bedient, jetzt kapiere ich's. Und ich dachte, was braucht der Ladeschütze einen Triplex-Spiegel? Was wir hier noch haben, ich weiß nicht, wo wird das angebaut? Ich glaube hier. Das ist so eine ausfahrbare Schiene. Entweder hier oder hier, irgendwo jedenfalls. Da wird das MG, das Luftabwehr-MG aufgepflanzt. Durch die Ladeluke. Und Durch die Kommandantenluke. also hier wird es dann rausgefahren, oder was? Ja. Das ist so eine Schiene, wie gesagt, so ein Ding. Kannst du ausfahren, zack, mit so einer Halterung, da wird mit so einem Stift das MG dann aufgesetzt. Kriegt man das alles, die ganzen Teile dann, oder? Das ist noch ganz gut, das MG. Ah, okay. Das sind ja Standard-MG. Die fliegen wahrscheinlich irgendwo bei uns rum. Aber schau mal, wenn ich so jetzt die Hebel angucke, ne, die sind so ziemlich angerostet. Da bringt vielleicht Sandstrahlen noch nicht mehr viel. Doch. Doch? Ja.
Die sind nicht so stark angerostet. Also ich habe Kontakte zu einer Lackiererei, eine moderne Autolackiererei, die haben so eine Sandstrahlkiste, da habe ich schon Teile über die letzten Jahre Sand gestrahlt. Okay. Das geht alles. Da sind so die Sicherungsklammern da, ne? Das habe ich mir im Metall noch gar nicht angesehen, kann sein. Ja. Die Dinge sind ja ziemlich kaputt. Aber die Schweißnaht sieht gut aus. Das ist veredelt. Also das Ding habe ich mir im Metall noch nicht angeguckt. Aber so wie die aussieht, ist das jetzt kein großes Problem, das zu machen. Passt. Nicht, dass es ein Rückschlag war. Flammenrückschlag. Haben wir immer in der Ausbildung beim Gasschweißen. Hat der Ausbilder uns immer Angst gemacht mit Flammenrückschlag. Wenn ihr einen Flammenrückschlag habt, müsst ihr sofort ins Wasser eintauchen, den Schweißbrenner ins Wasser eintauchen, Sauerstoff aufdrehen und lauter so Sachen. Das Problem hier, wenn wir gerade drin sind, bei dem Geschütz ist noch, dass die Blende vorne hier ab muss. Wir müssen das ganze Geschütz rausnehmen. Oh. Ne? Wenn wir hier drin Sand strahlen, muss das natürlich auch alles klar. Muss der raus. Ich weiß noch nicht wie. Und aber die Blende vorne, die muss raus, die muss ab. Und wie ich das in Schnitten gesehen habe, so in Büchern, die man so normal kaufen kann, da musst du jetzt keine speziellen Zeichnungen für haben, ist die Blende auf zwei große Metallschienen aufgeschoben draußen und die wird festgerostet sein. Und wir müssen die irgendwie abpressen. Wenn man die abpresst, wird die natürlich nach vorne gezogen, wird die nach vorne gedrückt. Und dann wird das Rohr, je nachdem wie fest die sitzt, wird das Rohr auch strapaziert in den Lagerungen, in den Halterungen. da ist was verschraubt, das sind ziemlich fette Schrauben da. Ja, die sind aber alle los. Okay. Das sind hier 3, da 3 und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Da musst du also auch Schlangenfinger für haben, um diese Sicherungsbleche hier alle abzumachen. Extra Werkzeug anfertigen dafür. Nö, das geht. Du musst nur ein bisschen Geduld haben, dann geht das alles. Okay. Habe ich nicht da innen noch einen Grip zusammen? Doch. Der hier fehlte. Damit, dass man weiß, dass die Kanone nach vorne gerichtet ist. Nee, die Kanone ist immer nach vorne, aber in welche Richtung der Turm dreht. Dass der Turm nach vorne ist. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Achso, das ist der Kranz und das ist praktisch Turmoberteil. Ja. Hat man angezeichnet, dass das so bleibt. Ja. Okay. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Tropfen, der da reingelaufen ist. Teilweise wurden die Sachen gespritzt, teilweise wurden sie gestrichen und so. Das wurde damals nicht so gemacht wie bei Mercedes am Fließband heute. Schon klar. Ja, jedes Mal rummodifiziert und dann gab es noch die Ausführungen. Das ist alles Schmiere da, oder? Was ist drin? Ja, das ist Schmierstoff. Ja, doch. Ja, Schmierstoff. Ja, und diese Haufen Teile da. Also, man sieht, in welchem Zustand das alles ist hier. Das sieht aus wie ein Wagenheber. Ja, der muss nicht unbedingt von dem hier gewesen sein. Hubkapazität 55 Tonnen. Also der originale Wagenheber, der ist ja noch hinten dran. Wir haben letztes Jahr die Rückwand komplettiert. Okay. Nochmal raus. So, ich sehe, die Rohre wurden neu gemacht, ne? Ja. Das sind ja keine besonderen Erfordernisse. Ja. Und die Dinger wurden... Hiervon wurde, glaube ich, eins neu gegossen. Ja. Ne? Ja. Eins Eins war noch da, eins war Das ist neu. neu gegossen, ja. Das ist grob. Das ist hier die Halterung für den Inertia-Starter eingehängt wird. Man kann dieses Ding ja auf 3 Arten starten. Einmal mit einem normalen Elektrostarter, den der da drin hat. Der hat also keinen Startermotor. Der hat einfach nur einen elektrischen Anlasser. Der wurde aber nur benutzt, wenn der Motor warm ist und also wenn das Klima entsprechend ist. Der hatte jetzt nicht der hatte nicht so viel Kraft, um einen kalten Motor durchzudrehen. Bei minus 40. Genau, zum Beispiel. Und dann war die Möglichkeit, dass man über eine Kurbel direkt auf die Schwungscheibe geht und das Ding langsam aber sicher auf... Das habe ich schon mal gesehen. Auf YouTube gibt es auch so ein Video. In Saumur haben die das gemacht. Ja. Und der Kraftschluss wird, wenn der Motor startet, automatisch unterbrochen mit so einer Feder.
Und man konnte, ja, und dafür wird, wie gesagt, wenn dieses Ding hier ist, dann, wenn du den abmachst, kannst du über einen externen Motor direkt auf die Kurbelwelle vom Motor auch noch gehen. Die Glühlampen, die Kühlwasservorwärmung rein. Achso. Ronny, Die Kurbel, die geht ja das geht ja da unten rein. genau. Ah, da unten. Da ist nämlich auch die Halterung von innen für diesen Anlasser. Ja, die kann man hier anhängen. Die ist für die, wie gesagt, für die Kühlheitsgerät. das Kühlheitsgerät. Das ist so eine Glühlampe, die über so ein Siphonprinzip das Kühlwasser im Motor vorwärmt. Wenn es richtig kalt draußen Okay. Und die Dinger da? Sind die für den Schutz da? Für die, ist. Zum Heben mit dem Kran. also einfach Einhängeösen, okay. Die sind schwer, das sind 200 Kilo. So ein Drum ist 200. Ja, und das sind die großen C-Haken. Der hatte ja, im Grunde hatte der zwei Seile immer. Jeder Panzer hat zwei Seile an der Außenseite angebracht. Das ist einmal zum Schleppen des Panzers, das sind die dicken Seile. Und die kleinen, die dünneren Seile, die er hat, die sind zum Aufziehen der Ketten im Gelände. Das sind Stahlseile, ne? Die, ja, die dünneren. Okay. Und zum Schleppen sind diese Haken. Also die Wanne. Oh, Wahnsinn. Ist das Ding riesig. Also hier hinten sieht's jetzt, ist das jetzt okay oder wollen wir warten, bis der mit seiner Schweißanlage dann fertig ist? Dann muss man nicht so viel Hintergeräusch haben, Hintergrundgeräusch. Passt schon, das hört man schon alles. Also der hat hier 7 Tanks. Panzer hat 7 Tanks. Dieser Tank hier kommt eigentlich da hinten hin. Das Halteblech liegt da rechts. Okay. Und da wird dieser Tank als zentraler Einfülltank eigentlich draufgelegt. Das Ding ist auch ein Tank oder was? Ja, genau. Wie gesagt, 7 Stück an da der ist er. Räder, die beiden. Und dann in diesen Aussparungen. Und das da unten, das Gelbe? Genau, das ist einer, und da hinten ist auch noch einer. Okay. Und die sind auch nicht identisch, die sind genau auf diese Löcher, im Grunde auf diese Öffnungen. Aber die Position, ja. Naja. Okay. Weil die Stoßdämpfer, die sind ja an unterschiedlichen Stellen gelagert. Weil auf dieser Seite sind ja die Arme oder die... Versetzt. Genau. Nicht nur selbst, sondern auch was die Richtung angeht. Ich glaube, auf der Seite sind sie schiebend und auf der Seite sind sie schleppend. Ach so. Ne? Deshalb können die Stoßdämpfer nicht an den gleichen Stellen sitzen. Deshalb sind die Aussparungen, diese Räume, haben die unterschiedliche Geometrie. Deshalb sehen die Tanks etwas anders aus. Ja. Aber wie gesagt, 5 Tanks hier, die beiden und der. Und da in diesen großen Kisten sind noch die beiden Kampfraumtanks. Und das Leitungssystem ist so gemacht, dass wenn man den Einfülltank befüllt, alle Tanks sukzessive volllaufen. Mit in der Summe 870 Liter. Und wenn ein Tank anfängt zu brennen, was passiert dann? Dann hauen alle ab. Gibt es eine Abregelung, eine automatische Abregelung oder was? Ist mir nicht bekannt, nein. Aber ein Tank brennt nicht. Der Tank brennt nicht. Was höchstens sein kann, und das war nicht selten, dass bei der Vielzahl der Verschraubungen und so, dass da Undichtigkeiten entstanden. Und Benzin irgendwie auslief. Also praktisch, wenn ein Tank getroffen wird, dann tritt Sprit aus und löscht die Flamme dann oder was? Nein. So Wenn ein Tank getroffen wird, dann ist hier eigentlich nichts mehr zu machen. Dann muss man raus. Wenn man das noch kann. Dann, Und wenn Tank getroffen warum hat wird, man zum Beispiel, explodiert das Ganze. was mich immer interessiert hat, warum hat man keine weichen Tanks verwendet, wie bei den Flugzeugen, die aus Stoff bestanden, aus Leder oder ob man was? das damals schon kannte. Doch, also die Flugzeuge hatten das. Ja? Weil auch wenn der zum Beispiel ein kleineres Loch hatte, dann hat sich das Loch von selbst zugezogen Ja, stimmt. durch die Elastizität von dem Stoff. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ging es von der Geometrie her nicht, weil Aber wenn hier eine Panzergranate reingeht, das ist so ein Ding, da dichtet sich nichts mehr ab. Ja, dann ist das Ding fertig. Dann können die Leute wirklich nur noch hoffen, dass er rauskommt. also das ist schon geil. Diese Torsionsstäbe. Sollen wir mal reinkrabbeln, dann kann ich dir auch die Schottwand erklären.
Das ist die Hydraulik hier, hä? Nee, das sind die Benzinleitungen. Benzinleitungen. Das ist so ein Ventil. Das Benzin aus 7 Tanks, das wurde über 3 verschiedene Module, sagen wir mal, abgerufen. Hier kommt noch so eine Stange da. Der Fahrer sitzt ja da. Das ist der Fahrer. Hier mehr oder weniger da, wo dieser Klotz ist, da sitzt der Fahrer. Und wenn der so hinter sich greift, hat der hier so einen Hebel, so ein Ventilstellwerk. Da konnte der an diesem Ventil hier 3 verschiedene Volumina abrufen. Das ist wie beim alten Käfer. Wenn der Haupttank leer war, musste man Hebel umlegen und ging auf Reserve. Also musste er praktisch umschalten. Genau. Von einem Tag zum nächsten. Und hier waren das eben 3 verschiedene Tanks, die zusammenhingen. Also das waren nicht jeweils ein Tank nach dem anderen, das wären ja 7 gewesen, sondern teilweise waren 2,5 Tanks von den Volumina dann zusammengefasst. Und wenn die leer waren, musste man auf das nächste schalten. Und das sind elektrische Verteilerkästen oder was? Ja, eben noch nicht. Und das ist das große Zukünftige. Problem, dass es in den ganzen Tigern, die man so sieht, in Museen eigentlich überhaupt kein Beispiel gibt, was richtig komplett ist. Wenn man sich der in Munster ist zum Beispiel völlig leer, der Henschel-Tiger in Bovington, da sind die Kabel noch teilweise, aber alles überlackiert, man kommt da kaum dran. Und ein Problem ist noch, die ganzen Elemente, die auf dieser Tafel hier befestigt waren, Die elektrischen Elemente die quasi. elektrischen, das waren verschiedene Relais. Die gibt es ja nicht mehr. Da muss man neu Die sind von Tiger einsetzen. zu Tiger unterschiedlich. muss- Erstmal sind die alle nicht mehr brauchbar. Und das Design von so einer elektrischen Platte, die ist von Tiger zu Tiger immer unterschiedlich. Und habt ihr mal in Moskau angefragt, in dem Kubinka? Ich selber nicht, aber soweit ich gehört habe, ist das Ding noch zugeschweißt. Man kommt da kaum mehr rein. Also es fängt schon damit an, hier kommt der große Hauptschalter dran. Man kann ja Der ist anfragen. hier weg. Der ist völlig korrodiert. Das Wrack liegt da hinten drin. Hier kommt, glaube ich, das Relais rein, was die Batterien in Reihe schaltet, wenn das Ding gestartet wird. Der hat hier ja 2 12 Volt Batterien und die werden zu 24 Volt geschaltet, wenn er gestartet wird. Ansonsten ist das System auf 12 Volt. Da braucht man also so ein Relais für. Das haben wir. Okay. Aber die einzelnen Relais, die hier dran kommen, das sind teilweise Funkrelais, das sind andere Relais, die haben wir alle gar nicht. Und wir wissen auch gar nicht, wie die hier installiert werden, weil diese Platte, diese Anordnung, die sieht man so nicht auf anderen. Jeder Tiger war praktisch ein Einzelstück. Und erst recht die paar Tiger, die noch verblieben sind. Man kann also nicht hingehen und die Schaltplatte von Bovington nachbauen. Natürlich kann man das machen, aber es wäre nicht original. Und das hier ist die Luftleitung, Kühlluft oder was? Das ist die Kühlluft für die Abgaskrümmer. Ah. Die kommt hier hoch und geht hier so drüber. Das ist auch nachgebaut nach Original von Bovington. Hinten am Motor ist ein Gebläse, was Luft ansaugt. Das wird über so einen Kanal unten unterm Motor, im Motorraum, hochgestoßen im Grunde, kommt und geht hier. Die Lüfter habt ihr ja neu gemacht hier, ne? Da oben. liegen da oben drin. Im Regal. Ja. Und was macht ihr dann mit der Elektrik? Müsst ihr dann irgendwas neu entwickeln oder improvisieren? Wir haben uns damit noch nicht so befasst. Ich habe da schon viele Pläne zusammengesammelt und wir müssen uns überlegen, wie war es überhaupt, wie sah es aus, wie waren die Anschlüsse und so und wo kriegen wir die ganzen Sachen her. Was sind das für Leitungen? Das sind alle Schmierleitungen. Wird da Ölbild angeschlossen? Das oder die? Die dienen da. Das sind Schmierleitungen. Jeder Laufradarm liegt in 2 Lagern. Ja. Und jedes Lager hat einen separaten Schmierpunkt. Okay. Das sind diese beiden und hier. Das gleiche nochmal in grün, hier vor diesem Tank. Da sieht man richtig wie so ein Torsion, Stoßdämpfer oder was das. Also die schwarzen Stangen sind die Torsionsstäbe, das sind die Federstäbe Ja. für die Laufradarme. Wie sind die denn? Sind die homogen oder bestehen die aus vielen kleinen? Die Torsionsstäbe, das Ja. ist ein Teil aus Federstahl.
Ein homogener. Ein Stahl ist das. 60 mm Durchmesser. Und was ist das da? Ist das so eine Art Was jetzt? Stoßbremse oder was? Oder? Das Teil. Da kommt ein Stoßdämpfer dran. Stoßdämpfer, der Du praktisch siehst die den da vorne. Überlastung, genau, dass der nicht vorne nicht überlastet wird. Ne? Aber warum ist es da verzahnt dann? Ja, das ist die Befestigung von diesem Arm. Das ist so ein Mitnehmerarm, der auf so eine Längsverzahnung geschoben wird. Okay. Stoßdämpfer haben nur die beiden vorderen und die beiden hinteren Achsen. Laufradarme. Der soll den Gewicht vorne abfangen. Das ist mehr zum Abfangen Für die Kanonen- der Bewegung, wenn geschossen wird. Oder genau, geschossen. Ja. Und da sind die Bremsen für die Drehung. Oder auch Nein, das normale sind Bremsen. Die normalen Bremsen. Also Der obwohl kann sich ja auf einer Stelle um die eigene Achse drehen, oder? Ja, das sollte man vermeiden. Das sollte man vermeiden. Eine große weil- Belastung für die Ketten. Genau, und für das Vorgelege da. Also der Panzer, der hat ja ein hydraulisches Getriebe und eine hydraulische Lenkung. Der hat zwar auch auf Bildern diese Lenkstöcke, Aber gelenkt wird mit dem Rad normalerweise. gelenkt wird über das Lenkrad. Getriebe. Ja. Hat er auch so ein Lenkrad wie Tiger 1? Ja. So Halblenkrad? Ja. Ja. Und das war eigentlich auch das Hightech-mäßige an diesem Panzer im Vergleich zu zeitgenössischen Fahrzeugen. Diese Lenkstöcke, die wurden zum Bremsen praktisch nicht verwendet, die waren praktisch für Notfall. Also was vielleicht auch ganz interessant ist im Vergleich zu anderen Panzern, das Getriebe die Getriebe von früheren Königstigern, die waren alle luftgekühlt. Du siehst hier diesen Luftkanal, der wird auch mit Kühlluft über dieses Gebläse versorgt, was auch die Luft für die Kühlung der Auspuffkrümmer bereitstellt. Hier wird Luft abgesaugt, der ist hier nur zugeschweißt, weil dieses Getriebe nicht mehr verkapselt ist und nicht mehr luftgekühlt ist. Hier laufen, wo laufen sie jetzt? Hier laufen zwei Leitungen mit Getriebeöl entlang, wenn sie denn laufen, und die gehen zur Wasserkühlung. Und das ist eigentlich eine einzigartige Eigenschaft von diesem Panzer. Das gibt es so gut wie nicht bei anderen. Einzigartig, aha. Ja, alle anderen, die haben diese Luftkühlung. Und nur unser, zumindest von denen, die man jetzt noch sehen kann, hat diese Getriebeölkühlung. Guck mal, überleg mal hier, auf diese Leisten hier, auf diese Profile kommt die Arbeitsplattform. Wir stehen hier jetzt praktisch im Keller. Ja. Jetzt müssen wir, Alles, was ich abgespielt habe, das war oberhalb dieser Leisten. ne, das Fahrwerk, das ist ja jetzt kein Schachtelfahrwerk, was der hat, oder? Das ist das sogenannte Staffelfahrwerk Staffelfahrwerk. Schachtelfahrwerk gab es aber auch beim beim Königstiger. Tiger 1. Beim Königstiger nicht, ne? Nein. Ja. Der frühe Tiger 1, der noch das Gummifahrwerk hatte mit den umlaufenden Gummirommeln, der hatte ein Doppel- und ein Einzelrad an jedem Laufradarm und die waren so ineinander verschachtelt. Der späte Tiger 1, der hat ja das sogenannte gummisparende Laufwerk. Das war auch schon eine Staffelung, in dem die Sachen so versetzt angebracht worden sind. Und unser hat auch auf jedem Laufradarm ein Doppelrad, die gestaffelt sind, nicht verschachtelt. Also nur ein Doppelrad, kein Doppel- und Einzelrad. Okay. Das spart Gewicht. Verteilt den Bodendruck besser, klar. Bei dem Gewicht muss man das ja machen. Jein, weil die Gewichtsverteilung war eigentlich beim Schachtelfahrwerk besser, weil du mehr Räder hattest. Ja, aber ist auch komplexer aufgebaut. Ne? Der Hauptgrund, weshalb man von dem Schachtelfahrwerk abgegangen ist, war, soweit ich das verstanden habe, scheint auch Sinn zu machen, dass man kein Gummi mehr hatte. Ach so, Kautschukproblem. Ja. Es war außerdem, der Kautschuk war einem unheimlichen Verschleiß unterworfen und aber soweit ich weiß, war das Problem, dass nicht genug Kautschuk-Nachschub da war. Ja. Kautschuk. Hier kommt der Benzinfilter drauf. Hier über den Kabelbaum. Hier ist der zentrale Kabelbaumkanal. Der geht hier drüber. Hier hinter laufen die Kabel dann. Hier in der Decke werden die hergeführt und 12 Kabel enden hier in diesem Bereich. Die versorgen das ganze Ding. Und diese Büchse, die hat verschiedene Steckverbindungen
auf der Motorseite und da kommt so ein Gegenstück rein, wird praktisch wie so eine Steckleiste. Ja, wie so eine Steckleiste. Ein Stecker einfach, ein Stecker. Ja, wird das von innen geführt. Und die Kabel auf der anderen Seite, die gehen zum Beispiel an die Magnetos, also an die Zündspulen und an den Anlasser. Und ich kenne keinen anderen Panzer, der diese Kiste da hat, der diese Steckkiste da hat. Bei allen anderen... Und die war hier originell drauf? Die war original da drauf. Bei allen anderen gehen diese Kabel hier durch diese Öffnungen. Ja, was ist dann der Zweck von der Kiste? Keine Ahnung. Dass man jetzt den Kabelbaum separiert hat. Ja, man kann, wenn man im Motorraum arbeitet und den Motor raus, Das abstecken. kann man zum Beispiel sehr gut alle elektrischen Stecker mit einem Mal rausziehen. Das ist auch so gemacht, wie ein ganzes Teil. So ein Türchen. Und da hinten sehe ich auch, ist verschraubt. Also das hier ist verschraubt. Hier gab es nicht so ganz viel dahinter zu machen. Aber diesen Deckel hier, den kann man abnehmen und dahinter ist zum Beispiel der Ölfilter. Da ist der Zugang zu den Benzinpumpen und so. Und wenn man an dem Motor arbeiten musste, an den Benzinpumpen, wenn der Motor raus musste, zum Beispiel muss man das hier durch diese Öffnung alles trennen. Und das hier ist aber schon Panzerstahl oder ist das ganz normaler Stahl? Das ist 1 cm dicker normaler Stahl. Ist nicht gehärtet. Nehme ich nicht an. Weil es ist nur für die Lärm- und Temperaturtrennung, oder? Brandschott. Brandschott. Ich meine, dahinter, das Ding heißt Brandschott. Ja, Temperatur. Da wird es ziemlich warm und laut. Und wenn Also es stinkt. brennt, das hat man auch eine Also wenn es dahinter brennt, wenn es überhaupt in so einem Panzer brennt, dann ist das ist schon ein großes Problem. Ja. Wenn der Motor brennt, oder sagen wir so, der Motor hatte ein Feuerlöschsystem. Ja. Ne, hier hingen an diesen beiden Teilen hingen ein Feuerlöscher. Der hatte chlorierte Kohlenwasserstoffe, Sachen, die heute kein Mensch mehr verwenden würde. Heute würde man War CO2 giftig, verwenden. ne? Genau. Giftig. Und der hatte 3 Sensoren, 3 Thermosensoren. Die haben sich automatisch ausgelöst. Die haben sich bei einer Temperatur von 120 Grad automatisch ausgelöst. Das ist einmal der Ölkühler gewesen, das sind die Vergaser gewesen und das sind die Benzinpumpen gewesen. Hier ging eine Leitung durch, die lief hier oben von der Motorseite rum und ging auf die Schwungscheibe des Motors und hat sich von da aus verteilt. Und wie gesagt, 3 Sensoren, die ab 120 Grad ansprachen. Dann feuerte dieser Feuerlöscher über eine Zeitautomatik, über eine Zeitsteuerung Stöße à 7 Sekunden ab. In der Hoffnung, dass das Feuer dann gelöscht war. Ja gut, hat wahrscheinlich auch funktioniert, weil sonst hätte man das nicht. Ich denke mal nur, wenn die Schottwand halt beschädigt wäre, dann gibt es ein Problemchen dann. Die wird wohl nicht beschädigt, weil durchschießen kann keiner. Und Naja, kann ja alles Mögliche passieren im Krieg. Wie gesagt, wenn der Feuerlöscher da nicht nachkommt, dann ist sowieso alles verloren. Torsionsstäbe. Ich habe Angst, irgendwo hinzutreten hier. Ja. Kaputt machen kannst du eigentlich nicht viel. Nicht mit meinem Gewicht. Das ist also ein T-Stück. Ja, das kommt. Ich weiß nicht genau wo, aber jeder Tank, jeder der 4 Tanks, die ganz unten sind, die haben natürlich so Ablässe. Ne, da ist zum Beispiel so ein Bogen. Ja. An der tiefsten Stelle in jeden 4 Tanks steckt dieser Bogen drin und da läuft der Sprit dann raus. Und diese beiden Tanks, die haben jetzt zum Beispiel irgendwo hier und da 2 so Bogen und die kommen dann zusammen. Und dieses T-Stück, das liegt hier dann irgendwo in der Mitte. Hier gehen die Leitungen zu den Tanks und hier geht die zentrale Leitung zu einem dieser 3 Anschlüsse. Okay. Und das ist hier also dann zum Beispiel auch ein Modul, was der Fahrer ansteuern kann, indem er hier verstellt. Du wirst noch zu einer Tiger-Expertin. Wenn wir uns mit Freunden unterhalten, dann fängt sie an, über Panzer zu erzählen und die Freundin machen großen Augen. Du kennst sowas, du kennst dich aus. Rauen. Ich muss gar nicht sowas vielleicht auch fahren. Hier, diese 3 Anschlüsse, wie gesagt, die sind für die Zuführungen einmal von diesen beiden Tanks, und dann kommen hier unten
hier ist so eine Dreierarmatur. Ich sehe es, ja. Da kommen zwei Leitungen, einmal von den linken und einmal von den rechten Tanks. Und eine Leitung führt das Benzin zum Motor, zu den Benzinpumpen. Eine einzige. Eine einzige. Zwei von diesen Leitungen und die dritte, die gehen hier rein. Hier geht es wieder raus. Hier geht es durch den Benzinfilter. Und nach dem Benzinfilter geht die Leitung in die dritte da, in die linke. Und geht zu den Benzinpumpen. Ja. Das sind zwei Benzinpumpen. Weißt du denn was über den Test des erbeuteten Königstigers? Also die Sowjets haben damals einen erbeutet und einen Test gefahren. Hast du? Ich weiß, dass es da Unterlagen zu gibt. Der wurde ziemlich auseinandergenommen und so. Da wurde alles Mögliche aufgeschrieben. Und diese Genau. Sachen, die habe ich mal bekommen. Aber ich habe die nicht gelesen. Die waren auch schwer zu lesen und so. Ich weiß nicht, was da alles gelaufen ist. Also ich habe das auch noch oberflächlich überflogen. Die haben gesagt, dass die volle Tankladung, die haben ihn voll getankt und dann gefahren. Für wie lange reicht der Sprit? Aber die haben nicht gesagt, über welche Straße sind die gefahren. Ich nehme an, so ein Feldweg oder was. Für 94 Kilometer hat es gereicht. 94? Ja, nicht mal 100 Kilometer. Ja, das kann sein. Also Es war eine wahrscheinlich späte Version. Da sind ziemlich viele Sachen kaputt gegangen da beim Fahren. Die Zahnräder haben sich praktisch sind die Zähnchen abgebrochen. vorne die Antriebsräder und Getriebezahnräder und so weiter. Ja. Aber es kommt auch darauf an, wir wissen auch nicht, wer am Steuer gesessen ist. Ne? Ja, aber der Benzinverbrauch von dem Dingen hier im Feld war schon horrende. Der ging bis 800, 900 Liter pro 100 Kilometer. Also wie hat man denn überhaupt zur Kampfstelle, zur Gefechtsstelle dann transportiert? Weil, fast nur mit Bahn. Nur per Bahn. also war man auf die Eisenbahnen angewiesen dann quasi. Ne? Also über längere Strecken war so ein Ding hier nicht zu bewegen. Ich habe mal gelesen, in irgendeinem Lanzer-Bericht, dass eine Verlegung innerhalb Deutschlands von so einer Tigerkompanie nur über eine Strecke von 150 Kilometern mit 2 Tagen veranschlagt worden sind. Man musste hier nach 100 Kilometern oder nach 50 Kilometern aufhören und musste wieder schmieren und so. Diese Dinger zu unterhalten war ein horrender Aufwand. Die Teile wurden nur per Bahn transportiert über weitere Strecken. Das muss man vorstellen. Dann auf seinem Fahrwerk nochmal wie viel? 5 Tonnen drauf? Jagdtiger? Ja, 2, 3 oder so irgendwas. Der hatte ja über 70. Der hat schon 67. Der hat hier so 69 und der 69, Jagdtiger 69. 1 oder 72. Aber je nachdem, wo man nachguckt, ist es mal eine Tonne mehr oder eine Tonne weniger. Wenn man schon die Ausführungen anschaut, dass jede Ausführung wieder anders ist, dann versteht man. Ich glaube, die Wanne des Jagdtigers unterschied sich von der Wanne des Königstigers durch 40 zusätzliche oder 50 zusätzliche Zentimeter. Nein, das war Aufbau. Aufbau hatte 250 mm. Ja. Aber die Wanne war ja genauso 150. Nee, die Ach so, die Länge meinst du? Der Jagdtiger hatte hinter dem letzten Laufradarm nochmal 40 oder 50 Zentimeter mehr. Ach so. Der Aufbau war natürlich auch anders, aber ansonsten basierte das Teil auf der gleichen. Na, weißt du warum? Königstigerwanne. Jagdtiger gab verschiedene Kanonen. Es gab mal die 8,8er Kanone zeitlang und dann haben sie die 12,8 cm eingebaut später. Deswegen gibt es verschiedene Gewichte da. Weil die Kanone alleine, wie viel wiegt jetzt die Kanone, die ihr da habt? Ich glaube 1,1 oder ein bisschen über 1 Tonne wiegt die ganz voll. Und die 12,8 cm, die ist nochmal dicker und viel länger. Mordsteil. Die ist ja auch eine wie sagt man, Hochgeschwindigkeitsabschuss. Ja, kann sein. Dass das Mündungsgeschwindigkeit über 1200 Meter pro Sekunde hatte. Okay, ja, kann sein. Die Daten Und das bei dem Kaliber, ne? Ja. Nur das Komplizierte beim Jagdtiger mit der 12,8 war ja, dass der zweiteilige Munition hatte. Die Treibladung und das Projektil waren getrennt. Ja. Tja, was sind das jetzt für Defekte
Ist das Herstellerdefekt oder ist das schon Das Kampf? sind keine Defekte, das Defekt. ist ja alles brenngeschnitten. Geschnitten? Ah. Das ist ja, dieser Kranz wurde ja aus der Platte rausgekommen. Und dann praktisch zurecht geschliffen. Ja. Und das bleibt halt, was zu tief eingeschnitten wurde. Ja. Okay. Jo. Schon sehr interessant. Aber wenn man die Dinger anguckt, dass jedes Teil mit so einer Mordsschweißnaht angeschweißt wurde, dann auch diese Dinger hier. Also diese verzahnte Schweißung war an sich was Hightech-mäßiges damals und war gar nicht bei allen Panzern realisierbar. Wenn man sich zum Beispiel den T-34 anguckt, da ist alles gegossen und hier sind so riesen Platten gewalzt. Man muss sich das auch mal überlegen, das muss man auch erstmal technisch hinkriegen. Eine 8 cm Ja, gewalzt. gewalzte Platte ist auch fester, ist auch besser von der Qualität. Aber auch mit der Härtung war das zum Schluss auch nicht mehr so ganz gut, weil eine Härtung oder ein gehärtetes Stahl kriegst du natürlich nur richtig gut hin bei bestimmten Legierungen. Das ist ja nicht nur reiner Kohlenstoff oder reines Eisen da drin, sondern du brauchst Vanadium, Molybdän, Chrom und alles in bestimmten Größenordnungen, Ja, mit, bestimmten Verhältnissen. zum Schluss haben die ja Probleme gehabt mit Genau. Molybdän vor allem, Ja, dass der Stahl dann zu hart war, ne? ja. War brüchig, ja. Genau. Zu spröde. Ja, das sieht man auch, dass die Schweißnähte zwar fett sind, aber die Qualität der Schweißnähte, man sieht, dass die Fachkräfte dann auch schon langsam ausgegangen sind, ne, mit dem Schweißen. Also die sind schon ziemlich, sage mal, unregelmäßig, wieder mit Einschlüssen und so weiter. Die haben schon schnell geschweißt, ja. Muss ja auch schnell gehen. Ja. Aber wie viele Arbeitsstunden dann man gebraucht, um so ein Teil zu bauen? Gibt es da eine Zahl? Einige, da gibt's Zahlen, ich weiß die aber nicht. Aber wahrscheinlich um einiges weniger als zum Restaurieren. Ne? Ja. Und die Restauratoren machen das auch mit mehr Engagement als die Leute, die das hier damals machen mussten. Schon klar. Es gibt zum Beispiel diese Anekdote, beim Demontieren der Laufräder hat man auf einem Rad die Einkerbungen eines Wortes Italia gefunden. Man nimmt an, dass das italienische Zwangsarbeiter waren, die das damals gemacht haben. Also hat er praktisch aus Spaß an der Freude Italien eingraviert, oder was? Ob das jetzt Spaß an der Freude war, weiß ich nicht, aber wer macht das sonst? Andererseits stellt sich natürlich die Frage, die Italiener waren ja damals Verbündete der Deutschen, warum sollte es italienische Zwangsarbeiter? Wahrscheinlich kein Zwangsarbeiter, sondern einfach ein Arbeiter, der hier zum Arbeiten, zum Geldverdienen gekommen ist, denke ich mal. Oder eine italienische Zuliefererfirma, kann das sein? Nee, Nicht? sowas gab es damals. Okay. Das wurde alles in Deutschland gemacht. Okay, Alles made in Germany. ja, passt. Was ist denn das für ein Hebel da vorne? Da? Der da so runterhängt, Genau. das ist zum Betätigen der Bremsen. Standbremse oder was? Nee, insgesamt der Bremsen da. Der hatte, wie gesagt, Bremsen musste man ja irgendwann mal. Im Wesentlichen wurde der Wagen gebremst, indem man vom Gas ging und vorausschauend fuhr. Aber der hat ja mit diesem... Der rollte ja nicht lange aus. Wenn man hier vom Gas ging, dann stand das Ding relativ schnell. Aber man musste trotzdem bremsen. Es gibt ein Bremspedal, eine Bremspedaleinheit, die wird auf diese Fläche da mit den 3 schwarzen Schrauben geschraubt. Das ist ein Brems- und ein Kupplungspedal. Ja. Das kann ich dir gleich draußen zeigen. Und das Bremspedal, das betätigte diese Bremsen da. Ich habe auf der Internetseite, die ist übrigens von mir, die Internetseite königstiger.ch, die habe Okay, ich so gemacht. das ist ziemlich gut gemacht. Sehr übersichtlich. Super. Da habe ich auch mal eine Skizze, wie diese Bremstrommel da funktioniert, veröffentlicht. Okay. Das ist im Grunde, wie soll man das sagen, das ist so eine Trommelbremse im Grunde. Dieses Ding dreht sich, was du da jetzt siehst. Da ist so eine Schutzform mit ein paar hundert Umdrehungen pro Minute dreht sich das Teil. Ist das dann abgedeckt, wenn es in Genau. Betrieb ist? Ja. Ja. Und da drinnen hast du nochmal so eine kreisförmige Konstruktion, wo die Bremsbacken über den gesamten, Okay, wie sagt man, über die Scheibe quasi. ja, über den gesamten Durchmesser sind auf beiden Seiten Bremsbeläge aufgenietet. Ja.
Und diese Bremsbeläge werden über diese Stange so ein bisschen verdreht und die dehnen sich dadurch aus. Und das ist praktisch die Bremse. Das ist praktisch die Trommel da drin, die sich dreht, und die Bremsscheibe ist mehr oder weniger fest, kann sich aber ausdehnen. Und wird dadurch an die sich drehende Trommel gedrückt und dadurch kommt die Bremskraft zustande. Okay. Und das wird über den Fuß oder auch über die Handbremsfunktion. Kann man auch Bernd mit einem Geissen, gell? Ja, können wir auch gehen? Hat eingeladen. Also Turmschwenkwerk. Praktisch das Getriebe zum Schwenken. Ja, das ist Oder ist da der Antrieb auch schon drin? Das ist nur eine Zahnradübersetzung. Diese beiden So Hand. Räder, die kommen hier drauf, Ja. und die greifen direkt in den Zahnkranz vom Turm. Ja, quasi nur das Getriebe, ja. Angetrieben wird dieses Ding hier durch. Das hier kann sich im Idealfall drehen. Und das wird angetrieben durch das Flüssigkeitsgetriebe hier, wo wir jetzt nur die Hülle sehen. Hier kommen dann verschiedene Anbauten noch und so. Und die treiben dieses Ding an. Und dieses Ding wird durch den Motor praktisch angetrieben. Ja. Okay. Soweit so gut, Freunde. Das war das Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, war interessant. Ihr könnt natürlich weiterhin mir zu Thema Tiger 2 Restaurierung spenden. Ich werde diese Beiträge, die mit dieser Notiz versehen sind, dann sammeln und am Ende des Jahres an das Schweizer Museum abführen. So können wir zusammen ein Stückchen deutscher Geschichte am Leben erhalten und vielleicht noch zum Leben erwecken. Vielleicht wird er noch fahrbereit. Also, ich hoffe, ihr habt Verständnis für die übliche schlechte Qualität von mir, in Anführungszeichen. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Ahoi, Freunde, tschüss.